Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal hier bei Mehmet Oe, wo es ja um Busvorstellungen und mittlerweile ja auch über Bahnhöfe geht. Ich bin gerade angekommen hier, ich habe noch eine Stunde Zeit, da habe ich mir gedacht, es ist wieder so ein alter Schillingbus fertig geworden, der jetzt natürlich im neuen Glanz wieder erwacht ist, und den schauen wir uns an. Es ist der Wagen 1003. Der Nachfolger von dem ehemaligen 103. Den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Nach dem Intro. So, den Schlüssel habe ich schon mal. Ich weiß nur nicht, wo der steckt. Da könnt ihr auch mal wieder so einen Einblick über den Betriebshof hier haben. Die Gelenkbusse, die stehen hier auf der Seite. Ich hatte euch doch einmal gesagt, Stellfläche, Ersatzbus, ist das sogar auch noch beschildert. Ne, hier steht immer der Ersatzbus, damit er schnell einsatzbereit ist, voll getankt und startklar. Der 2049, unser Gelenk, der steht hier auch. Ja, der sieht nicht mehr so frisch aus, wie man mal war. Hier stehen die ganzen anderen Busse, 1026, 24. Ich glaube, den 24 habe ich euch, glaube ich, auch noch nicht vorgestellt. Gehen wir mal so rein. 12 steht hier auch. Den bekommt gleich der andere Kollege. 1023. Wo steckt der denn? 51, den habe ich gleich. 24, 103. Also 103, eine 0 müssen wir uns dazu merken. 1003, das ist das Teil. Hier sehe ich schon, hat jemand hier schon eine Macke hier rein. Das sieht mir sogar aus, wenn man hier rausfährt. Hier bei uns zeige ich euch gleich mal, als ob der dagegen gekommen ist. So schaut's aus. Ja, ich fahre den mal raus, weil draußen kann man den dann besser sehen. Warte, ich mache mal eine Großaufnahme. Gut, dann mache ich mal die Tore auf und fahre den mal raus. So, jetzt habe ich den mal rausgefahren. Jetzt können wir uns den mal anschauen. Das ist ein A21 vom Baujahr 2010. Deswegen ja auch vorne am Kennzeichen die 10. Ja, die Matrix, wie ihr sehen könnt, da geben die sich irgendwie nicht so viel Mühe. Keine Ahnung, normalerweise, wenn mein alter Arbeitgeber, der Rudi Hart, das gemacht hätte, der macht das ja auch selber, der hätte zum Beispiel da die Schrift ein bisschen mehr nach links versetzt gehabt. Kriegt man eigentlich alles hin, aber wenn es vielleicht schnell gehen soll, hat man eben halt vielleicht die Mühe damit. Keine Ahnung. So, dann schauen wir uns den mal erstmal von außen an. Im Prinzip das gleiche. Alles Schillingbusse, die haben die gleiche Ausrüstung, die haben alles gleich. Hat sich nicht viel geändert. Ja, auch mit den ganzen Kappen hier. Ihr wisst ja jetzt ja, wofür die sind, damit man direkt erkennen kann, ob eine Schraube sich gelöst hat. Da kann ich ja direkt auch mal eine Abfahrtskontrolle machen. Tank, warum sieht der hier so dreckig aus? Hat einer bestimmt vergessen. Hatte ich letztens euch ja mal gesagt. So, der ist aber richtig zu. Bisschen versaut hier hinten, keine Ahnung. Jo. Im Großen und Ganzen, der hat auch eine ganz normale Verkaufslackierung bekommen. Erstmal noch ohne Werbung. Werbung und so kommt ja später dran. Da der Motor jetzt ja schon läuft, können wir uns ja auch den Motor mal anhören. Die Dinger sind hier schon zu. Hier steckt ja der Auspuff. So ein Riesenteil, wie ihr sehen könnt. Und hier der 6-Zylinder Common Rail Reihenmotor ist das, glaube ich. Ja, sehr schön. So, dann schauen wir uns direkt den Motor auch an. Sagenhaft.
So, jetzt haben wir uns den Motor auch angehört, deswegen habe ich erstmal nichts gesagt. Vielleicht könnt ihr das ja gebrauchen. Hier drunter, wisst ihr ja, sind die ganzen Trennschalter und sowas alles. So, Spuckschutz erwähne ich trotzdem, der ist immer noch da. Ja, so, dann schauen wir uns den mal an. Ich habe mich schon angemeldet, deswegen konnte ich auch oben hier Fehlingreisen und so schon schreiben. Ganz normale Dashboard, VDV oder was ihr immer dazu sagt. Ja, und wie viel Kilometer darunter? 624.858 Kilometer. Was hat der noch alles so Besonderes? Lenkrad sieht mir schön griffig aus, als ob der, ja, neu ist er nicht, das sieht man ja an dem Zeichen, aber der sieht noch richtig frisch aus. Der hat hier auch schon mit Konvektor eine kleine Klimaanlage. Die ganzen diversen Knöpfe, das wisst ihr alles. Hier vorne der Mikroschalter und der weiße ist ja eben halt für die Höhenverstellung hier von dem Lenkrad. Der ja komplett hier mit dem Dashboard, können wir ja mal vorführen. Nicht, dass ihr mir sagt, der stimmt nicht. Seht ihr, der geht auch alles, kann man sich so einstellen. So, der hat 34 Sitzplätze und 50 Stehplätze. Unter anderem hier auch wieder so ein Sitz. Einzeln, der sieht hier immer so lustig aus, ohne keine Ahnung, warum die das nicht machen. Hier haben die mittlerweile das Loch mal schon mal zugemacht. Hier war ja der Kassenautomat von dem ehemaligen Schilling-Unternehmen. Ganz normale Sitze. Hier hat sich, wie gesagt, eigentlich nichts geändert. Ne? Alles hier so geblieben. Aber schaut mal da, was sich hier doch geändert hat. Oha, was ist das? Aha, wir haben 9:12 Uhr tatsächlich. Das ist der neue Entwerter von Trapez. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, Trapez, mit denen habe ich mal ein Interview geführt. Müsst ihr mal gucken, wo ich in Belgien war, 2019, Busworld. Da habe ich mit denen ein Interview geführt von Trapez. Auch nicht schlecht. Sieht schön aus, so schön weiß. Einfach nur KT rein und dann wird er mit dieser Uhrzeit abgeknipst und entwertet. Hier der Platz für Rollstuhl und Kinderwagen ist auch alles geblieben. Ja, hier die ganzen Vierergruppe. Wieder ein schöner Bus. Ja, auf jeden Fall besser als der ehemalige 103, der ja auch keine Rampe gehabt hat. Der hat ja hier so ein, wenn ihr wollt, könnt ihr den mal gucken. Den hatte ich ja schon mal vorgestellt. Der hat noch ganz, ganz alte Rampen gehabt, die man noch rausfahren müsste mit Hand und dran machen und so was alles. Ja, sieht alles gut aus. Dann gucken wir mal, dass wir den eine Runde fahren können, ja? So Leute, dann wollen wir mal eine Runde starten. Ich habe den schon mal hier auf die Fläche von dem Ersatzbus Halteplatz gestellt, weil ich etwas vergessen hatte. Und zwar die Anbringung der Kamera. Die ist jetzt aber an seinen Platz und hoffe auf sehr schönes Bild. Ja, ich habe mich hier schon mal gemütlich gemacht. Ich sitze richtig gut. Spiegel sind eingestellt. Das ist ja das A und O beim Busfahren, dass alles stimmt, dass der Fahrer sich wohlfühlt. So, dann gucken wir mal das Teil. Ja, schön ordentlich leise. Beim Schalten merkt man nichts, da stand auch der Blitzer, der gesehen, war aber 40. Habe ich noch mit einem Augenwinkel noch gesehen. Den können wir hier hoch machen, damit ihr mehr Sicht habt. In der Schweiz, die fahren ja immer, egal ob Sonne, ob nicht Sonne, mit diesem Teil hier rum. Keine Ahnung warum. Ihr könnt euch ja erinnern, ich war ja in der Schweiz eine Freundin besuchen und bei der Gelegenheit habe ich dann ja auch die ganzen Busse und so aufgenommen. Das war wirklich sehr interessant, vor allem auch der TPF-Bus und so. In Freiburg, das war interessant, Bern war interessant. Wenn ihr diese Videos noch nicht angeschaut habt, könnt ihr euch jetzt auch noch mal anschauen. Bei der Playlist oben einfach mal Bahnhöfe international anklicken und dann habt ihr die ganzen Videos.
Fahrrad, lässt sich schön bewegen. Ja, ich sitze irgendwie zu hoch noch. Moment, ich hole mich mal ein bisschen runter. Ah, so ist besser. Ja, so fühle ich mich wohler. Beide Hände, so könnte ich nie im Leben fahren, aber bei der Prüfung muss es eben halt so sein. Und wenn ihr dieses Video auch noch nicht angeschaut habt, reale Prüfungsfahrt, da habe ich einen Schüler simuliert, dass ich der Schüler war. Ich musste tatsächlich 1,5 Stunden so fahren. Könnt ihr euch mal auf dem anderen Kanal anschauen. So, jetzt noch zu diesem Bus nochmal zurückzukommen. Der fährt gut. Ich höre irgendwo noch. Hört ihr? Irgendwo ist noch so ein. Hört ihr das? Als ob hier irgendwo so eine Maus ist. Also das wird mich die ganze Zeit schon mal stören. Den fahre ich jetzt auch zum ersten Mal hier, diesen Bus. Aber alles andere so zum Fahren her und so. Ja, richtig guter Bus. Jetzt werdet ihr wieder sagen, ja, Volt-Getriebe, ZF-Getriebe. Jetzt habe ich ja gelernt, wenn er 3, 4 Gänge hat, dann ist es ein Volt. Wenn man mal beschleunigen möchte, probieren wir auch natürlich gleich mal auf. Zweiter Gang. Jetzt haben wir dritte Gang und ich will den jetzt, sage ich mal, beschleunigen. Ja, der beschleunigt sehr gut, ist aber nicht runtergegangen in den Kickdown. Aber der hat nicht runtergeschaltet, aber hat beschleunigt. Mal gucken, vielleicht im zweiten. Mal gucken. So, jetzt haben wir zweite und will jetzt beschleunigen. Ja doch, jetzt sind wir runter auf den ersten gegangen und dann kam aber. Vorhin beim 3 hat er wohl noch bis zu diese Drehzahl, wo er ihn halt noch ziehen kann, die Luftreserve gehabt, deswegen hat er nicht runtergeschaltet. Aber Kickdown und so klappt auch alles. Und Motorsound habt ihr gehört, so, trotzdem, auch wenn es kein ZF ist, man hört den Sound. Ja, wirklich ein sehr cooler Bus. Auf jeden Fall besser als der 103, so. Der hat ja geklappert ohne Ende. Warum hat er geklappert? Eben hinten, weil diese mobile Rampe war ja auch alles aus Alu und so. Der hat dann beim Wackeln immer diese Geräusche entwickelt. Aber das Geräusch hier, also, ich weiß nicht, wenn der festen Fahrer hat hier, der müsste das mal, also mich würde das auf den Nerven gehen, sowas. Hört ihr das? Stellt euch nur vor, 8, 9 Stunden dieses Julik. So, dann fahren wir wieder zurück und dann haben wir wieder eine Busvorstellung von einer ehemaligen Schilling-Gruppe Bus. Da sind, glaube ich, noch 2, 3 Busse, die auch fertig sind, die ich irgendwann mal auch euch vorstellen werde. Ihr müsst auf den Blitzer achten, der war ja gerade hier irgendwo da hinten steht da. Wir haben jetzt 40 km/h. Hier dieser graue Caddy hier, da steckt der Blitzer drin. Als ob wir nichts anderes zu tun haben, Sonntag früh sich hier aufzustellen. Der fährt schon zu schnell, der wird bestimmt gleich geblitzt. Ich warne den Kollegen mal. Langsam, Junge, langsam. So, der hat direkt gebremst. Wenn man das vorher gesehen hat, kann man das ruhig machen, die anderen warnen. So, da stellen wir den mal auf seinen Platz. Dann fange ich ja meine Runde an. Ich habe ja gleich noch Arbeit. Stellen wir den am besten auch dahin, wo wir den rausgeholt haben.
Arsch hier nicht mitnehmen von dem. Ja. Das war ganz knapp hinten, ganz knappe Kiste. Man soll ja nicht beim Stand lenken, aber manchmal geht es nicht. Deswegen mache ich nur so ein bisschen immer und dann, dass er wenigstens noch eine Bewegung hat. Daran vorbei. Ganz eng mit dem Spiegel an den Scheiben, dass das hinten aufpasst. Und gerade setzen. Und fertig. So Leute, das Video ist zu Ende. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht mit dem ehemaligen Schilling-Bus. Es werden natürlich noch andere Busvorstellungen kommen. Immer so, wie ich gerade drauf bin, wenn ein Bus zur Verfügung ist. Und die Reihe mit den Bahnhöfen hat euch ja auch Spaß gemacht. Wenn ihr noch diesen Supertanks hier unten auch noch ein bisschen mehr aktivieren würdet, würde ich mich natürlich noch mehr freuen. Ein Dankeschön für mich, für den Kanal, dass ich eben halt solchen Content für euch mache. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass ich von hier bis in die Schweiz oder bis nach Köln, Mannheim, was weiß ich, überall hinfahre, um die Bahnhöfe für euch vorzustellen. In diesem Sinne, macht's gut. Man sieht sich natürlich wieder auf den anderen Kanälen oder wieder hier auf Memeroe. Ciao Leute.